Moin! Wir schließen heute unsere Ganganzeige an der Caballero an. Was ihr dafür braucht, ist eine Fantic Caballero 500, unseren Kumpan und diesen Zubehörstecker, den wir jetzt im Programm haben. Der hat einmal einen grünen Anschluss, das ist das Gegenstück zum Gangsensorstecker am Motor. Dann haben wir hier das schwarz-weiße Kabel, das liefert das Signal an den Kumpan oben im Cockpit. Und dann haben wir noch einen Stromanschluss. Fantic hat jetzt bei der Caballero einen Gangsensorstecker verbaut, der extern bestromt werden muss. Deswegen muss auch das an das Stromnetz angeschlossen werden, an eine geschaltete 12-Volt-Leitung. Wir haben einmal einen Masseanschluss, dann diesen Sicherungsabzweiger, den können wir hinten im Sicherungskasten einstecken und haben dann hier noch einen Anschluss, wo wir den Kumpan wiederum anstecken können. Dann haben wir eine geschaltete 12-Volt-Leitung. Wir fangen also an mit diesem grünen Stecker, finden das Gegenstück hier unterm Tank, also dieser grüne Stecker. Und wir haben diese 6 Flachpins hier, da sollte man darauf achten beim Zusammenstecken, dass man die nicht verbiegt. Dann können wir den hier einstecken, dann das schwarz-weiße Kabel mit dem schwarz-weißen Kabel vom Kumpan, der oben im Cockpit verbaut ist, zusammenstecken. Die Kabel können wir dann einfach hier unten da einsortieren und dann das Stromkabel, das legen wir jetzt nach hinten durch an den Richtung Sicherungskasten und das zeige ich euch jetzt noch eben, wie wir das dann da anschließen können. Ich habe jetzt die beiden Stromleitungen schon mal nach hinten gelegt. An Masse haben wir bereits den Kumpan und den Gangsensorstecker angeschlossen. Das ist jetzt die 12-Volt-Leitung, die vom Kumpan vorne vom Cockpit kommt und das ist die 12-Volt-Leitung von unserem Gangsensorstecker. Das habe ich ja bereits gesagt. Die können wir hier direkt einfach zusammenschließen. Und dann kommt am Ende diese 12-Volt-Leitung raus. Das ist ein Sicherungsabzweiger, den wir hier am Sicherungskasten der Fantic anschließen. Und zwar ersetzen wir die Sicherung Nummer 1, das ist eine 5 Ampere Sicherung. Die ist jetzt hier im Stecker direkt mit dran. Die können wir dann hier direkt einstecken. Und das ist wichtig, darauf zu achten, dass das Kabel nach oben abgeht, dass unsere ganze Elektronik, die da jetzt dran hängt, auch abgesichert ist. Wenn es nach unten abgeht, ist die Sicherung, ist unsere Elektronik vor der Sicherung und dann ist sie nicht mit abgesichert. Der Kumpan zieht im Betrieb 100 mA, das heißt, es ist unkritisch, das mit auf die Sicherung hier drauf zu legen. Das ist keine große Strommenge, die da abgeführt wird und somit sollte das kein Problem darstellen. Ihr könnt die Sicherungskasten dann einfach wieder zumachen und dann sind wir hinten schon fertig. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie wir die Gänge kalibrieren. Und zwar ist dieser Schritt jetzt für alle Motorradmodelle, wo wir einen Gangsensor anschließen wollen, auch also richtungsgebend. Das ist jetzt nicht nur für die Caballero-Modelle. Das heißt, wir schalten die Zündung ein. Den Gangsensor haben wir natürlich schon angeschlossen und begeben uns jetzt hier über das Menü, über die Menütaste in dieses Untermenü, wo wir dann die Gearing Calibration auswählen können. Jetzt sehen wir hier oben wird Gear 1 angezeigt, darunter wird der Sensorwert angezeigt, der vom Gangsensor ausgegeben wird und darunter haben wir die Calibrate-Taste. Dieses ganze Prozedere sollte bei laufendem Motor durchgeführt werden. Also wir lassen das jetzt, damit es einfach nicht zu laut wird und ihr mich gut versteht, haben wir den Motor jetzt mal aus, aber für euch zu Hause laufender Motor und dann ersten Gang einlegen. Wenn der erste Gang dann eingelegt ist, drückt ihr hier auf die Calibrate-Taste und ihr seht, dass in der zweiten Zeile hier der Sensorwert erfasst wird und oben Gear 1 wird grün. Dann klicken wir hier weiter zur Neutralstellung, legen dann den Leerlauf ein, drücken wieder Calibrate, Wert wird hinterlegt und der Leerlauf wird grün und so geht das weiter mit dem zweiten Gang. Dass wir den einlegen, Calibrate, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang und zuletzt den sechsten Gang. Jetzt haben wir alle Werte erfasst, die vom Gangsensor auch ausgegeben werden. Jetzt kann es sein, wenn ihr nachher eure Probefahrt macht, dass ihr merkt, dass ein Gang vielleicht nicht richtig sitzt oder nicht richtig angezeigt wird. Jetzt könnt ihr einmal über diese Pfeiltasten in der zweiten Zeile könnt ihr diese Sensorwerte noch manuell anpassen. Da können wir ein bisschen rumspielen, dass hier so ein 10er-Schritten vielleicht hoch oder runter geht. Das liegt daran, dass die Gangsensoren ein gewisses Spektrum an Werten haben, die ausgeben. Also es ist nicht immer ein ganz spezifischer Wert, sondern so ein gewisses Spektrum, was ausgegeben wird. Und man kann dann über diese Pfeiltasten, wie gesagt, diesen Sensorwert ein bisschen nach oben oder nach unten verschieben, bis der Gang dann sauber sitzt. Alternativ könnt ihr auch sagen, wenn ihr festgestellt habt, hier der dritte Gang, der wird nicht sauber angezeigt,
dass ihr nochmal hier über die Pfeiltasten in der ersten Zeile den dritten Gang auswählt und dann nochmal Calibrate drückt. Das kann dann sein, dass ein bisschen niedriger oder ein bisschen höherer Wert erfasst wird, der dann besser passt. Und dann wird auch der sauber ausgegeben. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Es kommt immer auf den Gangsensor an, auf das Motorradmodell, welcher Sensor da eingebaut ist und wie präzise der auch ist. Das kann zu einem Problem oder kann bei manchen so ein bisschen ungenau sein, muss aber nicht sein. Wenn ihr jetzt über diese Menütaste zurückkehrt auf das Hauptmenü, sind dann alle Werte auch hinterlegt und gespeichert. Und die Funktion ist so jetzt sofort einsatzbereit, das heißt, ihr könnt eure Probefahrten machen. Ihr könnt jetzt natürlich noch ein anderes Display-Layout euch aussuchen, wie es euch am besten passt oder gefällt, wo die Ganganzeige irgendwie größer ist oder so. Das ist natürlich Geschmackssache, aber alle Funktionen sind jetzt ganz normal verfügbar. Drehzahl, Ganganzeige, Motortemperatur und so weiter. Ein grundsätzliches Video zur Installation von unserem Kumpan haben wir ja bereits schon mal gemacht, also wie man die Motortemperatur abnimmt und auch das Drehzahlsignal anschließt. Das Video werden wir unten nochmal in der Beschreibung verlinken. Wir haben auch speziell zu den Euro 4 und 5 Modellen, da variiert ja nochmal die Abnahme vom Drehzahlsignal, haben wir auch nochmal eine Dokumentation gemacht, die werden wir auch unten drin verlinken. Aber damit solltet ihr dann ausreichend Informationen haben, um hier den Kumpan auch korrekt an eurer Caballero anzuschließen. Das heißt, wir sind damit durch. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Kumpan und gute Fahrt. Bis dann!